Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Content Drop in unserer Veranstaltungskonferenzwoche von Media Meets Data Science. Heute haben wir das Thema mit Daten zu mehr Diversity. Was bedeutet das für Medienhäuser? Und wir freuen uns sehr, dass wir Maike Arendt von Seretai gewinnen konnten, die genau in diesem Bereich arbeitet, dort einen analytischen Ansatz vertritt, passend zu Media Meets Data Science. Und damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen, wer Maike Arendt ist und in welchem Feld sie mit Seretai arbeitet, würde ich mich freuen, wenn Sie sich kurz bei unseren Gästen vorstellen würden. Vielen Dank. Das mache ich natürlich sehr gerne. Wir bei Seretai sind ein Start-up, das in Stockholm und in Deutschland ansässig ist. Was bieten wir an als Produkt? Wir haben eine auf künstliche Intelligenz basierende Software gebaut und mittels dieser können wir sämtliche Videoinhalte analysieren und zwar auf verschiedenste Diversity Measurements. Das heißt, wir nehmen gerade Kinofilme, TV-Shows, News-Sendungen und analysieren diese durch unsere Software und geben den Medienhäusern danach eben eine Information, wie divers sind ihre Inhalte, also was ist der Sprachanteil von Frauen gegen Männer, welche Altersgruppen werden wie gezeigt. Das sind alles Punkte, mit denen wir eben die Medienlandschaft diverser gestalten wollen und genau dabei Medienhäusern helfen, nicht nur die Unternehmen selbst diverser zu gestalten, sondern eben auch die Inhalte, die alle Nutzer jeden Tag sehr viel konsumieren. Da drängt sich bei mir gleich die Frage auf, gibt es denn auch größere Häuser, die das schon nutzen, mit denen sozusagen Ihr Unternehmen schon länger in Geschäftsbeziehung steht, oder ist das ein ganz neuer Ansatz? Wir sind natürlich ein junges Unternehmen, aber es ist kein ganz neuer Ansatz mehr, sondern wir sind seit einem Jahr in Deutschland aktiv, seit 2 Jahren schon eben in Schweden. Ich muss auch zugeben, für mich als Deutsche zu lernen, Schweden sind da, was das Thema Diversity angeht, einen großen Schritt weiter. Das heißt, wir haben schon verschiedene Projekte mit schwedischen Firmen gemacht, aber auch mit öffentlich-rechtlichen Häusern hier in Deutschland. Ein Beispiel vielleicht, mit wem arbeiten Sie so zusammen oder haben Sie schon zusammengearbeitet? Wir haben vorletztes Jahr eine Analyse mit der Tagesschau gemacht, anhand von Geschlechtern und dieses Jahr zum Sommer hin ein großes Projekt mit dem Norddeutschen Rundfunk, wo man eben auch hauptsächlich auf Sprachanteile der Geschlechter gesehen hat, wie werden eben Männer und Frauen und wie stark werden sie im Programm dargestellt. Wenn Sie beauftragt werden, was ist denn so, wenn man das so über die verschiedenen Auftraggeber sagen kann, was ist denn so deren Grundmotivation? Warum möchten die das machen und warum wollen sie es datengetrieben tun? Die Grundmotivation, die, glaube ich, alle mittlerweile haben, ist, dass doch allen Kunden, mit denen wir sprechen, klar ist, dass die Welt, die sie zeigen, nicht die Welt ist, wie sie ist, sondern dass viele zum Teil auch einfach versteckte Vorurteile in jedem von uns drin sind. Ich mache mich davon auch nicht frei. Und dass sie aber einfach sich den Anspruch haben und natürlich auch wissen, dass die Öffentlichkeit das fordert, dass man einfach ja, nicht nur Firmen diverser gestaltet, sondern eben auch wirklich Inhalte und das, was Konsumenten und Endkunden gezeigt wird. Und da ist es so, dass wir sogar eher den Punkt haben, dass nach sehr viel mehr Diversitätsmerkmalen noch gefragt wird, als die wir aktuell anbieten können. Haben Sie vielleicht so ein paar für uns mal, damit wir einen Eindruck kriegen, was für Diversitätsmerkmale werden untersucht? Genau. Kann ich sehr gerne machen. Was wir aktuell oder mit was wir auch gestartet haben, war sozusagen der ganz klassische Anteil, erstmal zu sagen, okay, es gibt Männer und Frauen, das ist ja auch recht leicht und recht gut in der Bevölkerung verteilt, gut zu sehen. Und wir analysieren, wie hier die Verteilung ist. Da war schon bei den meisten Analysen ist einfach zu sehen, dass es einfach einen viel höheren Sprachanteil von männlichen Stimmen gibt als von weiblichen. Das hat unterschiedliche Ursachen, da können wir auch gerne nachher nochmal drüber reden. Dann haben wir aber auch gemerkt, was natürlich auch total spannend ist zu sehen, in welchem Alter werden Personen dargestellt und zum Beispiel auch mit welchen Gefühlen oder in welchen Rollen werden sie dargestellt, gerade wenn es eben auch um Kinofilme oder sowas in der Richtung geht. Und was aktuell auch ein Measurement ist, was sehr viel nachgefragt wird, wo wir jetzt auch wirklich erstmal in der Entwicklung noch sind, ist das Thema Ethnizitäten, also kulturelle Hintergründe, Migrationshintergründe etc. Das ist ein Thema, das ist top aktuell und da möchten natürlich dann auch die Kunden entsprechend eine Indikation bekommen, wie spiegeln sie das überhaupt wider, weil wir selber können ja alle nur objektiv sehen, was wir sehen, aber da braucht man eben dann eine Messung hinten dran, um das auch wirklich klar zu sagen.
Diese Messung, die Sie gerade ansprechen, wie bekommt man die? Entschuldigung, dass ich sozusagen so einfach frage, aber kriege ich eine Excel-Liste, wo dann steht, so und so viel Prozent Frauenstimmen, so und so viel Prozent Männerstimmen zu dieser Uhrzeit? Oder gibt es da sozusagen auch eine Abschichtung in tiefere Ebenen, die dann sozusagen Daten zusammenführen? Wie Sie haben ja gesagt, Alter, dann wie viel, welches Geschlecht, vielleicht auch noch welche Uhrzeit, welche Rolle oder Art der Rolle. Also gibt es mehr als nur eine Excel-Liste, eine einfache? Also, dass wir nur eine Excel-Liste rausschicken, das machen wir eigentlich gar nicht, weil das ist, glaube ich, ein bisschen schwer natürlich auch für den Kunden dann damit klarzukommen. Was wir machen, es gibt zum einen eine Software, wo man wirklich direkt anhand von Graphen sehen kann, wie sehen einzelne Sendungen aus, wie sieht vielleicht aber auch ein kumulierter Zeitraum aus. Das ist aber schon etwas, wo man sich ein bisschen auskennen muss und dann auch natürlich mit beschäftigen, weil man selber diese Software nutzen muss. Deswegen haben wir auch viel jetzt angefangen, Kunden anzubieten, dass wir ihnen sozusagen komplette Reports und Analysen machen, wo wir ihnen auch Empfehlungen mitgeben. Das heißt, wir machen sozusagen einen Schritt weiter, wir nutzen unsere Software, aber ziehen daraus aus Schlüsse und gestalten entsprechend auch Empfehlungen für die Kunden dann, was man eben mit dieser Analyse danach machen kann. Mit wem kommunizieren Sie denn da mit Ihren Ergebnissen hauptsächlich? Ist es dann wirklich, geht es an die Geschäftsleitung, geht es an die Redaktionen, an die Chefredakteurin oder wer bekommt diese Daten? Das ist nicht generell zu sagen. Also es ist das Thema natürlich Diversity. Viele Unternehmen haben jetzt zum Beispiel einen Diversity-Beauftragten, der wirkt aber meistens nicht aus Programm ein. Das heißt, wir haben meistens in unseren Terminen Personen von unterschiedlichen Abteilungen, jemanden, der eben vielleicht mit dem Thema Diversity sich sowieso schon beschäftigt, aber auch wirklich, wie Sie es gerade gesagt haben, Personen direkt aus Redaktion, also diejenigen, die die Inhalte gestalten. Die wollen dann auch wirklich wissen, okay, das, was sie gemacht haben, wie war das und wie können sie es eben zukünftig ändern. Wir hatten in Schweden auch schon einen Kunden, die haben wirklich die Ergebnisse aus unserem Dashboard sich sozusagen in die Redaktionsräume gehängt, um tagesaktuell zu sehen, wie waren denn eben unsere Ergebnisse und wie müssen wir sie verändern. Oh, das ist spannend. Das wäre nämlich eine weitere Frage von mir gewesen. Ich meine, man kann sich ein Ist-Bild anschauen oder auch die Vergangenheit. Jetzt wäre ja spannend, eigentlich in den Planungsprozess zu gehen und sagen, also diese Inhalte entstehen ja nicht sozusagen heute, weil wir sie uns heute überlegt haben, sondern das ist ja ein Planungsprozess, dass man eigentlich in die Zukunft reingeht, also diese Ergebnisse nimmt. Und habt ihr eine Möglichkeit, das zu begleiten, die Planung von Inhalten, oder seid ihr noch stark eigentlich darauf angewiesen, dass ihr sagt, euch wird ein Datensatz geliefert, der zu untersuchen ist? Oder wie sieht da die Zusammenarbeit in Richtung Planung aus? Der Punkt ist, also wir können leider nicht ansetzen momentan, bevor etwas produziert wird, weil unsere Software darauf basiert, dass sie eben entweder Tonspur oder Videoinhalte, also wirklich Bilder analysiert. Das heißt, da muss schon was produziert sein. Was wir aber machen ist, und was auch wir auch ganz klar als Empfehlung geben, ist nicht eine Momentaufnahme zu machen, sondern zumindest einen regelmäßigen Zeitraum zu vereinbaren, dass man eben die Analysen begleitend reinsetzt. Also entweder man macht wirklich ein Plugin, dass man täglich oder die Häuser selber die Daten täglich bekommen, oder man vereinbart regelmäßige Zyklen, dass man zum Beispiel sagt, wir gucken uns 4-mal im Jahr an, wie sah ein bestimmter Zeitraum aus, und dann eben auch eine Veränderung zu sehen. Okay, jetzt stelle ich mir ja vor, wenn man so in einem datenbasierenden Unternehmen ist, dann geht es ja auch immer ein bisschen um die Qualität der Daten. Ich meine, wenn man ein Bild mitschneidet, dort eine Auswertung macht, das verstehe ich, aber es gibt ja eigentlich auch eine Anreicherung von Daten, gerade in der digitalen Welt, die haben Mediatheken und so weiter. Spielen die für euch eine Rolle? Also, dass ihr zum Beispiel Schauspieler Daten mitkriegt, dass ihr schon wisst, wer da mit dabei ist oder was anderes? Oder geht es wirklich nur darum, dass ihr euch das rohe Material, das gesendet wurde, nehmt und dann alles selbst tut? Oder gibt es da eine Zusammenarbeit aufgrund von Daten, die Sender schon oder wer auch immer, auch Radio, ich weiß, ihr arbeitet hauptsächlich mit Bewegtbild, oder? Genau, dass die schon haben, oder? 2 Sachen in einem in der Frage drin. Also zum einen, ja, wir arbeiten hauptsächlich mit Bewegtbild, wir könnten aber auch rein mit Audio arbeiten, zumindest was eben das Thema Geschlechterverteilung angeht, weil da gibt es auch die Möglichkeit, den Sprachanteil zu analysieren, der auch nicht immer gleich ist wie der Bildschirmanteil, also da sieht man auch Unterschiede. Zum Thema Anreicherung der Daten. Aktuell ist es so, dass wir wirklich, also unsere Software, ein Videofile, das sie zum Beispiel von einer Mediathek automatisch runterzieht, analysiert und unsere Ergebnisse rausspuckt. Wir sind aber auch mit Kunden in Gesprächen, um eben zum Beispiel diese Daten, genau wie Sie es gesagt haben, weiter anzureichen. Also auch zum Beispiel zu sagen,
welche Rolle wird denn von einer Frau genutzt oder in welcher Rolle wird eine Frau gezeigt. Und da braucht man zum Beispiel, wenn man jetzt von Nachrichtensendungen spricht, müsste man ja auch wissen, okay, wer ist denn der Moderator? Wie kann denn die Software dann rausfinden, ist der Frauenanteil jetzt bei den Moderatoren ausgeglichen im Vergleich zum Männeranteil oder werden in den Beiträgen, die geschnitten werden und gezeigt werden, besonders wenig ältere Menschen gezeigt? Das ist natürlich ein Punkt, wo wir sagen, wir sind noch nicht mit unserer Reise da am Ende, sondern es gibt so viele Daten und so viele spannende Sachen, die man da einfach rausziehen kann, dass wir natürlich versuchen, unser Tool so weiterzuentwickeln, dass es auch die Ansprüche der Kunden da in den nächsten Jahren weiter abbilden kann. Jetzt ist es spannend, sich sicher die Inhalte anzuschauen, weil, wie Sie ja gesagt haben, das einfach die Gesellschaft besser abbilden soll und die wird diverser. Jetzt wäre die Frage, Sie hatten es angeschnitten, auch, wie sieht es mit den Strukturen in den Häusern aus? Hatten Sie schon mal Aufträge oder geht es bei Ihnen, merken Sie das in die Richtung, dass eigentlich auch Kunden sich wünschen, ihre eigenen Strukturen mal zu durchleuchten nach solchen Parametern? Das ist ein relativ neues Thema für uns. Das kam so in den letzten 2-3 Monaten mit auf, dass wir gemerkt haben, dass die Analyse der Inhalte total spannend ist für die Kunden, aber sie natürlich auch sagen, ja, wir müssen da besonders aufpassen, weil unsere Belegschaft ist ja auch nicht divers. Also wenn man jetzt überlegt, in der Redaktion arbeiten halt vielleicht dann doch ein sehr hoher Anteil von studierten Menschen. Das ist ja dann auch was, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht dann auch dadurch gegeben, dass nicht alle Vorurteile oder unbewusste Vorurteile drin sind. Und dass da auch sehr viel in den Häusern die Nachfrage ist, auch zu sagen, okay, was ist denn überhaupt Diversity? Deswegen haben wir jetzt auch ganz neu im Angebot, dass wir auch sagen, wir machen nicht nur die Analysen und geben reine Daten dahin, sondern wir beraten darüber hinaus auch noch. Also das heißt, wir haben immer als Kernbasis natürlich unsere analysierten Daten und auch die Software, die wir nutzen, aber wir geben auch den Kunden die Möglichkeit zu sagen, okay, also wenn ihr eure Inhalte divers gestalten wollt, dann müssen wir vielleicht auch mal gucken, was hinter der Kamera passiert. Um da auch eben noch ein bisschen generell auch zum Thema Diversität und Gleichheit auch einfach zu sagen, okay, was kann man in den Strukturen ändern, worauf muss man vielleicht auch besonders achten, was so Soft Facts sind oder so. Da wäre vielleicht der Anschluss daran, wenn ihr zu sowas Daten liefert, also auch, sagen wir mal, im Bereich Strukturen, ist die Hoffnung denn dann, dass man über quasi diese harten Fakten, wenn man eben Daten hat, eine Veränderung besser herbeiführen kann? Spürt ihr das von euren Kunden, also dass die das eigentlich haben wollen, um auch in die Entscheidung damit gehen zu können? Oder geht es eher darum, überhaupt sich nur ein Bild zu verschaffen? Nee, es geht darum, dass diejenigen, mit denen wir auch sprechen, das ist ja immer nur maximal 5 Leute oder so, ist so ein Unternehmen. Und die müssen ja auch intern die Daten weitergeben und intern ihre Kollegen davon überzeugen, dass eben zum Thema Diversität was getan werden muss. Und da sind intern die Hürden auch unterschiedlich hoch. Und deswegen sind genau da unsere Daten eben sehr wichtig, damit auch intern man innerhalb in die Diskussion gehen kann, zu sagen, okay, hier habe ich das und das schwarz auf weiß, schau es dir mal an und deswegen möchte ich, dass wir da vielleicht was tun. Das heißt, das ist sozusagen die Unterstützung oder das, was wir einfach unseren Kunden auch mit an die Hand geben, weil wir natürlich nicht mit einem, jetzt wenn ich zum Beispiel mit einem TV-Sender rede, wir können ja nicht mit allen 600 Leuten uns da zusammensetzen, die da arbeiten, sondern die brauchen eben auch unsere Daten sozusagen an der Hand, damit sie intern das selber machen können. Und jetzt vielleicht so zum Ende hin als Ausblick mal eine Einschätzung. Ich meine, klar, aus eurer Sicht ist es logisch, ihr wünscht euch, dass das weitergeht und dass das zunimmt. Aber jetzt mal vielleicht ein ehrlicher Blick darauf. Ist die Branche schon so weit und bereit, in der Breite sich dieses Themas anzunehmen und das analytisch anzugehen? Also wirklich versuchen, die eigenen Inhalte, die eigenen Strukturen zu durchdringen, Daten zu generieren und aufgrund dieser Daten wirklich Strukturen und Inhalte zu verändern. Jetzt mal nur so vom Gefühl. Sind wir da schon? Sind wir da ganz am Anfang, mittendrin, eher schon am Ende? Das ist regional relativ unterschiedlich. Wie ich es vorhin schon gesagt hatte, Schweden ist da, würde ich mal sagen, mittendrin schon. Da haben wir dann mehr das Thema der Unconscious Bias, dass sie eben der Meinung, sie sind, was meine schwedischen Kollegen sehr viel sagen, ja, sie sagen, sie machen das doch alles schon und dann kommen die Zahlen und man sieht eben, nee, macht ihr aber eben noch nicht. Also das ist auch da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Die anderen europäischen Märkte, die ich jetzt so mitbekomme, ist es ganz klar zu sagen, dass öffentlich-rechtliche Anstalten natürlich da wesentlich schneller sind als kommerziell privat ausgerichtete Firmen, weil sie wissen, dass sie sozusagen einen Auftrag haben. Sie haben einen Bildungsauftrag und bei denen ist es wirklich im
in allen Gesprächen, die wir hatten, schon ganz klar verankert, dass sie wissen, sie müssen da irgendwas tun. Die Gelder zu beschaffen und die Gelder dafür freizuschaffen, ist natürlich ein anderer Punkt. Da würde ich mir persönlich wünschen, dass wir natürlich einen Schritt weiter wären. Ich bin aber sehr überzeugt, dass wir keinen Schritt zurückgehen werden in der Richtung, sondern dass wir auf alle Fälle, dass sich in die Richtung mehr tun wird, weil ich finde, dass sich auch generell gesellschaftlich dieses Jahr zum Thema Diversity wahnsinnig viel getan hat. Dann vielleicht eine These, die wir einfach oder die ich in meiner Arbeit öfter höre, und da würde mich, glaube ich, noch sehr Ihre Meinung dazu interessieren. Wenn man jetzt das so in den Raum stellt, dass man sagt, die Gesellschaft wird diverser, deswegen muss das Angebot diverser werden, könnte man ja auch sagen, warum ist es denn so? Also wenn wir jetzt mal vom fiktionalen Bereich reden, könnte man auch sagen, nee, da geht es nicht immer darum, die Realität oder den richtigen Ausschnitt, sondern es muss unterhalten, es muss interessant sein. Es muss ja nicht zwangsläufig das sein, was auch die Gesellschaft widerspiegelt. Was würden Sie denn jemandem entgegnen, der sagt, also unsere Zahlen sind gut, das braucht nicht diverser werden, das funktioniert, wie wir es machen? Mhm. Da gibt es zum Glück auch Studien, die genau das schon widerlegen können, weil wir eben sagen, es gibt 3 Faktoren, die genau diese Richtung widerlegen. Das eine ist, dass es sehr viele Studien mittlerweile schon gibt, dass die heranwachsenden Generationen einfach Diversität fordern. Das ganze Thema Sustainability, Diversity, das treibt die Jugend, die irgendwann natürlich jetzt schon kaufkräftig ist, aber auch kaufkräftiger wird, treibt die sehr stark um. Das heißt, ich würde als erstes natürlich hingegen sagen, so ja, jetzt vielleicht, aber warte mal ab, auch dein Kundenstamm wird sich verändern und wenn du nicht mitgehst, dann wirst du auch im Zweifel ganz schnell abgestraft. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich auch Regularien seitens der Regierung gibt und das ist jetzt nicht nur in einem Land, sondern es ist mittlerweile mehr oder weniger flächendeckend in Europa. Ja, wir diskutieren über Frauenquote in Vorständen, Gleichstellungsgesetze, das wird auch nicht weniger, sondern auch das trifft dann auch Firmen, die sagen, ja, ich will ja nur Geld verdienen, auch die müssen diese Vorlagen einhalten. Und das Dritte, was gerade Medien angeht, ist ein Punkt, dass wir sagen, Medien sind selbstregulierend. Da stellt auch gern die eine Zeitschrift mal den anderen TV-Sender an den Pranger, wenn sie halt vielleicht einfach mal eine extrem sexistische, erfolgreiche Sendung haben. Ja? Und dann ist die Frage, möchte man sozusagen die schlechte Publicity haben, ja oder nein? Guter Punkt. Ja. Vielen lieben Dank, Frau Maike Arendt, für Ihre Zeit, für die Einblicke. Und ich glaube, ich kann sagen, wir haben ja während dieser Veranstaltung unsere Mediennetzwerk Bayern Community, in der wir Sie als Referentin angelegt haben. Man darf Sie noch anschreiben, wenn man weitere Fragen hat oder tatsächlich in einem Medienhaus arbeitet und findet, es wäre gar nicht schlecht, wenn man dort auch mal aufs Programm schaut. Ich glaube, ich kann man jederzeit Sie kontaktieren, oder? Sehr gern, jederzeit. Ich werde mich freuen. Wunderbar. Dann danke ich für Ihre Zeit und wünsche noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Ebenfalls vielen Dank.